Hallo zusammen. Heute besprechen wir gemeinsam, ob es sich hier um einen großen Rückgang oder lediglich um die letzte Bewegung einer kurzen Korrektur handelt. Doch bevor wir uns darauf konzentrieren, möchte ich euch zunächst unsere Hauptzählung und das übergeordnete Szenario zeigen. Wie wir sehen können, ist dies unsere Hauptwellenstruktur und hier erkennen wir eine Korrektur innerhalb der vierten Welle sowie eine sehr starke Abwärtsbewegung I am letzten Abschnitt dieser vierten Welle. Im übergeordneten Zeitrahmen sehe ich diesen Rückgang eher als normale Korrektur und anschließend sollte der Markt seine letzte fünfte Welle nach oben ausbilden. Die Wellenstruktur I am kleineren Zeitrahmen besteht genau aus dieser fünfteiligen Bewegung, die ihr hier anhand der blauen Linien sehen könnt. Das natürliche Ziel der vierten Welle liegt dabei typischerweise I am Bereich des Fibonacci-Levels 0, 382. Dieses Niveau entspricht 112,978 $, ein sehr kritischer Bereich. Normalerweise sollte der Preis von dort aus wieder ansteigen. In der aktuellen Zählung Pirn am kleineren Zeitrahmen sehen wir eine abwärtsgerichtete Struktur. Und ich möchte euch zeigen, wie sich diese Korrekturwelle genau entfaltet. Wie ihr seht, hat die ABC-Struktur hier ein Ziel für die C-Welle, das wiederum einem bestimmten Fibonacci-Level zugeordnet ist. Dieses Level liegt bei 112,46. Das heißt, wir befinden uns in einem sehr engen Bereich, in dem Bitcoin eine neue Aufwärtsbewegung starten könnte. Solche impulsiven Bewegungen mit starkem Momentum treten typischerweise in den letzten Zonen des Kursverlaufs auf. Wie ihr sehen könnt, kamen auch in früheren Abwärtsbewegungen die stärksten und volatilsten Bewegungen am Tiefpunkt. Und genau das erwarte ich auch diesmal, eine impulsive, volatile Bewegung am Tief. Die bevorstehende Bewegung wird für uns tatsächlich wieder die vierte Welle bilden, weshalb sich unsere Kursziele nach wie vor am Bereich zwischen 126 und 128 $ befinden. Diese Zählung wird erst dann ungültig, wenn die 110-Dollar-Marke unterschritten wird. Aus aktueller Sicht sehen wir eine normale Korrekturbewegung, die sich am Bereich um 112 $ abspielt. Und mit der nächsten Aufwärtsbewegung könnte sich hieraus auch direkt ein impulsiver Anstieg entwickeln. Danach, in den oberen Bereichen, rechne ich mit einem Rückgang in Richtung der 95-Dollar-Zone, Freunde. Ein solcher Rückgang wird sich klar zeigen, denn dies stellt die Vorbewegung für den nächsten großen Abverkauf dar. Die großen Verkäufer werden den Markt nicht vollständig zerstören, aber durch diesen letzten Schub werden viele FOMO-getriebene Marktteilnehmer erneut in eine fallende Bewegung hineingezogen. Ich denke, dass wir hier noch kein klares Hoch erreicht haben und ich rechne damit, dass wir aus diesem Unterstützungsbereich heraus eine neue Aufwärtsbewegung starten werden. Jetzt schauen wir uns Ethereum an. Werfen wir einen Blick auf unser Szenario. Bei Ethereum sehen wir derzeit eine Bewegung, die genau in die zuvor eingezeichnete Unterstützungszone hineinläuft. Und die Struktur hier ist eindeutig keine impulsive Bewegung, sondern, wie wir sehen, eine klare Korrekturwelle. Diese Konstellation zeigt uns, dass wir uns mit einer ABC-Korrektur der typischen Zielzone der vierten Welle nähern, nämlich 3,28 bis 3,488 $. Das sind entscheidende Bereiche für Ethereum und sobald von dort eine Unterstützung kommt, ist zu erwarten, dass Ethereum sich erneut nach oben bewegt, um die übergeordnete dritte Welle abzuschließen mit Kurszielen bei 4,179 und 4,4 $. Wir befinden uns also weiterhin in der Nähe eines möglichen Hochs. Solche Zwischenkorrekturen sind völlig normal. Nach sehr starken Anstiegen sind gewisse Korrekturphasen völlig normal, Freunde. Wir können uns hierzu Beispiele aus der Vergangenheit anschauen. Wie sahen die Korrekturbewegungen zwischen der dritten und vierten Welle aus? Schauen wir uns das gemeinsam an. Wir sind bei Ethereum. Hier seht ihr, wie sich in diesem Bereich erneut eine fünfteilige Bewegung gebildet hat, genau wie in der Vergangenheit. Natürlich wurde hier ein neues Hoch erreicht, doch währenddessen konnte sich der Preis durch eine ABC-Korrektur sehr stabil konsolidieren. Nachdem diese Aufwärtsbewegung abgeschlossen war und die übergeordnete dritte Welle beendet wurde, kam es zu deutlich stärkeren und klareren Abverkäufen. Danach stieg der Preis erneut an, um die große finale fünfteilige Struktur zu bilden, woraufhin die heftigste Verkaufswelle einsetzte. Wir sehen hier am Grunde denselben Zyklus. Nachdem die dritte Welle abgeschlossen ist,
folgt die stärkste Verkaufsphase. Die dritte Welle ist vorbei, aktuell befinden wir uns in der vierten Welle und danach erwarten wir erneut eine große, übergeordnete dritte Bewegung. Der Preis wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesem Bereich bewegen. Nach diesem Anstieg wird auch die nächste Abwärtsbewegung in genau diesem Bereich einsetzen. Den Rest zeige ich euch dann in den kommenden Videos. Wenn ihr noch kein Abo habt, ist jetzt ein guter Moment, um nichts mehr zu verpassen. Und damit kommen wir zu XRP. Wie ihr sehen könnt, haben sich die am letzten Video erwähnten Unterstützungszonen bei 2,88 $ und 2,93 $ als relevant erwiesen. Über den letzten Rückgang haben wir ebenfalls gesprochen und aktuell sehen wir, dass der Preis von genau diesen Bereichen Unterstützung erhält. Wenn XRP sich nach diesem starken Anstieg erneut am Bereich zwischen 3,15 $ und 3,20 $ konsolidiert, dann sehe ich die nächsten Bewegungen bei XRP eindeutig in Richtung Norden. Ja, wir befinden uns in einer kritischen Phase, Rückgänge können Angst auslösen, aber wie immer ist es für uns von Vorteil, der Analyse treu zu bleiben. Natürlich, wenn ihr denkt, dass ein tieferer Rückgang bevorsteht, handelt entsprechend. Meine derzeitige Erwartung ist ein letzter Anstieg in Richtung 4 $ bis 4,20 $. Danach rechne ich mit einem deutlichen Rücksetzer bei XRP bis in den Bereich von etwa 2,60 $. Wie ihr sehen könnt, hat XRP hier seine erste, zweite und zuletzt die dritte Welle klar abgeschlossen. Der Bereich, in dem wir uns aktuell befinden, entspricht der vierten Welle, Freunde, und diese Phase kann verständlicherweise etwas auf die Stimmung drücken. Denn viele waren bereits von einem starken Aufwärtstrend überzeugt, doch aktuell sehen wir diesen nicht. Stattdessen befinden wir uns in einer normalen Korrekturstruktur. Nach dem kommenden letzten Anstieg rechne ich nicht mehr mit kleineren Rückgängen wie bisher, sondern mit deutlich heftigeren und übergeordneten Abwärtsbewegungen. Deshalb denke ich, dass uns der August eine neue Aufwärtsphase bringen wird. Um in dieser Zeit nicht von Marktmanipulationen beeinflusst zu werden, teile ich meine Analysen alle 2 Tage regelmäßig mit euch. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr den Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Passt gut auf euch auf, viel Erfolg